Wir fangen mit einem mega leckeren Snack mit Cannelloni an, bei dem man die Schärfe ultra gut regulieren kann. Nee, wisst ihr was? Lieber doch nicht. Wir fangen lieber mit Jalapeno Poppers an, denn es schreckt mich immer auf, dass die meisten Menschen die Chilis dafür falsch schneiden. Und zwar macht man am besten zwei nicht durchgehende Schnitte. Einmal senkrecht zum Stiel und einmal entlang der Länge des Jalapenos. So kann man die Chilischote mit einer Hand offen halten und mit einem Messer oder Löffel das Kerngehäuse entfernen. Und was ist der Vorteil dieser Methode? Man kann danach die Chilischote sehr gut verschließen ohne Zahnstocher. Bei diesem leckeren Fingerfood mag ich die Füllung so unkompliziert wie möglich. Einfach Doppelrahm und geriebener Käse in gleichen Mengen mischen und ich gebe eine Handvoll Koriander sehr gerne dazu. Wer Koriander nicht mag, kann auch Petersilie beimischen. Die genauen Zutatenmengen könnt ihr wie immer in der Infobox schauen. Und nachdem wir die Zutaten gleichmäßig vermengt haben, machen wir weiter mit unserem Party-Snack. Jetzt kannst du einfach die Jalapenos mit der Mischung füllen. Und jetzt kommt das Geilste bei diesem Snack: Bacon. Okay, ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben, wir brauchen vielleicht die Hälfte, aber beim Bacon drehe ich immer durch. Nun müssen wir nur das leckere Fingerfood in den Speckmantel umwickeln, aber bitte, wenn es mit einem Streifen nicht reicht, sei doch nicht schüchtern, nimm doch mehr. Diese ultra leckeren Party-Snacks kannst du in dem Grill mit indirekter Hitze oder in dem auf 200 Grad vorgeheizten Backofen machen. 15 bis 20 Minuten reichen vollkommen aus. Nun kommen wir wieder zu unserem Fingerfood mit Cannelloni. Nachdem ich etwa 200 Gramm Ricotta einer Packung Hackfleisch eingerührt habe, gebe ich eine klein gehackte Zwiebel sowie gewürfelte Chili nach Geschmack dazu. Hier kannst du auch eine Handvoll Koriander oder Petersilie dazugeben. Jetzt mische ich Salz und Pfeffer kräftig bei. Dazu füge ich einen Teelöffel geräucherte Paprika sowie einen Teelöffel Knoblauchpulver hinzu. Was ich auch sehr gerne mache, ist 2 Esslöffel Worcestershire Sauce dazuzugeben, aber wenn du nicht drauf stehst, kannst du das einfach weglassen. Nun können wir uns wieder mit den Cannellonis beschäftigen. Aber davor möchte ich dich daran erinnern, das Video zu liken, wenn es dir gefällt. Das hilft mir schon jede Menge. Hier habe ich eine Mischung aus Chipotle-Marinade mit passierten Tomaten und bei diesem Fingerfood-Rezept ist extrem wichtig, Baconstreifen reichlich damit anzupinseln. Das ist vor allem wichtig, weil man normalerweise Cannelloni im Voraus kocht und ohne diese extra Feuchtigkeit würden die Stücke einfach nicht auf dem Grill oder im Backofen ganz gar werden. Diese Party-Snacks kannst du in dem Backofen auf 180 Grad für etwa 20 bis 25 Minuten garen lassen. Diese Snackrezepte sind mega lecker und leicht zuzubereiten, aber wenn du weiter auf der Suche nach Fingerfood-Rezepten bist, die Empanadas auf der linken Seite sind optimal für ein Partymenü.